Guten Tag, ich grüße dich heute aus La Palma, La Gomera. Wir waren zuerst einen Monat auf La Palma, jetzt sind wir auf La Gomera sozusagen geblieben, weil unser Flugzeug ist erst am 30. geplant und wir gucken, was sich bis dahin entwickelt. Ja, heute Morgen hat Uli gesagt etwas, es ist mir jetzt klar, dass wir haben das alles manifestiert, so wie es ist hier. Und eigentlich ich merke, dass ich den Virus mehr und mehr mag und liebe, weil ich merke, dass ich letztendlich die Zeit habe, das zu tun, was immer ich schon tun wollte. Ja, wir können uns nicht beklagen. Es ist jetzt ersten Tag, wenn ein bisschen nieselt, bis jetzt war immer die Sonne. Wir sind auf der Dachterrasse, haben wir ein kleines Apartment und hier seht ihr, hier ist gleich Meer da unten. Na? Und da sind wieder die Berge da oben. Das sieht man vielleicht nicht. Auf jeden Fall ist hier immer schönes Wetter, bis auf heute, was es gut ist für aufzunehmen. Jetzt haben wir hier immer über 20 Grad und wir sind ein bisschen begrenzt, aber sogar diese Begrenzung ist gut. Auf einmal ist hier ruhig, sind keine Leute da unten, niemand schreit, keine Musik am Abend. Kann man gut arbeiten, kann man gut abnehmen, kann man Videos machen, hat man Ruhe. Wir mussten nirgendwo außer einkaufen. Und hier auf der Terrasse ist wirklich schön. Und wenn wir uns dann ein bisschen Gedanken gemacht haben, was wir immer wollten, war auf der Terrasse arbeiten, mit schöner Sicht zum Meer, sogar Meereswellen hören, was man hört, nicht zu viel und nicht zu wenig. Was wollten wir noch? Nicht Auto fahren müssen und frische Obst essen können, was ist Bio und mit natürlicher Sonne gereift. Und genau das haben wir hier in dieser Zeit. Es ist uns zuerst von Anfang nicht klar geworden, hat man sich vielleicht ein bisschen beengt gefühlt, aber zwischenzeit haben wir die Vorteile erkannt. Und auch das, dass wir das immer schon wollten, dass die Tiere wieder Frieden haben, dass das Himmel blau ist, was ist jeden Tag hier. Wir sind heute wieder glücklich, dass es einmal mal Wolken sind. Ja, und es ist wichtig, auch für euch vielleicht, diese Zeit dafür zu nutzen, was zu lösen ist. Und gerade im normalen Ablauf hat man nie Zeit, wirklich bei sich zu schauen. In sich tief, warum die Probleme sind. Wir sind immer in Außen, die Probleme zu bewältigen. Aber wir vergessen, dass die Probleme kann man nur bei uns und in innen bewältigen. Und weil wir nicht diese Zeit haben, wirklich in die Ruhe zu kommen und beobachten, welche Gefühle rühren sich bei gewissen Situationen. Jedes Problem, jede Herausforderung, ob das mit Finanzen, mit Beziehung, körperliche Herausforderungen oder Arbeit, jede Herausforderung, was wir in Außen haben, ist eigentlich nur das verstärkte Bild, was in Innen ist. Und wenn wir dieses Bild in Außen bekämpfen wollen, kommen wir nicht zur wirklichen Lösung, weil wir können das, was in Innen die Ursache hat, in Außen lösen. Und jetzt haben wir wirklich Zeit, uns zu fragen, wenn wir irgendwelche Herausforderungen haben. Das bedeutet, wenn ich in gewissen Situationen, egal was das ist und in welchem Bereich des Lebens, in negative Emotionen komme, negative Gefühle, wo ich mich nicht gut fühle oder wo mich etwas fehlt. Wenn mir auch Partnerschaft fehlt, ich sage nicht, jeder muss Partner haben, aber wenn mir das fehlt, was ist da drin? Was will ich einfach, was schmerzt da? Wenn mir Geld fehlt,
was ist da drin? Was für Ängste? Wenn mir Gesundheit fehlt, womit habe ich das manifestiert? Was ist da drin? Was für Ängste? Was für Sorgen? Und alles, was ist in unserem Leben, haben wir manifestiert durch unsere innere Welt. Jetzt, wenn ich heute so gesprochen habe über diese Terrasse und wie es jetzt letztendlich hier schön ist, dann klar, es ist einfach zu sagen, ja, das habe ich manifestiert, das ist doch gut. Jetzt ist nicht immer alles so schön und angenehm. Und da haben wir die Neigung, letztendlich nicht zu sagen, ich habe das manifestiert, ich bin verantwortlich, es tut mir leid. Wir haben die Neigung, gucken, wer ist jetzt schuldig. Wir suchen die Schuldigen und die Lösung im Außen. Und genau dieser Schritt erlaubt uns nicht, das wirklich zu lösen. Weil das, was die Ursache ist im Innen. Ja. Deswegen habe ich 2 Tipps für euch, wenn ihr eine Problematik habt. Ich schiebe das immer hier und her, dass ich gucke, dass ich genug sichtbar bin und dass es vielleicht auch interessanter ist für euch. Jetzt, wenn ihr ein Problem habt, egal in welchem Bereich, kann ihr euch 2 Fragen stellen. Erste Frage wäre, ich habe mir das aufgeschrieben, Moment, dass ich das auch richtig sage. Was will ich durch dieses Problem vermeiden? Dieses Problem dient mir, etwas zu vermeiden. Was konnte es sein? Das bedeutet, dieses Problem habe ich manifestiert, um einen Schritt im Leben zu vermeiden. Und dieser Schritt ist meistens das, was ich tatsächlich tun müssen, dass dieses Problem wegkommt. Sozusagen, dieser Schritt ist wichtig für unsere Entwicklung. Und die zweite Möglichkeit ist, zu gucken, durch dieses Problem, was kann ich mehr über mich erfahren, durch diese Herausforderung. Diese Herausforderung lehrt mich etwas über mich. Ich kann etwas mehr über mich erfahren, was ich vielleicht nicht wissen will. Und wie ich das erfahre? Ganz einfach. Ich gucke, welche Gefühle, Emotionen rühren sich bei diesem Problem. Egal was. Wir haben eine Tabelle, vielleicht kannst du das später im Internet downloaden. Du guckst, welche Emotionen bei dieser Problematik rühren sich in deinem Gefühl, deinem Körper. Körper spürt auch Emotionen. Ne? Alles, wo wir leiden, erfahren wir durch unseren Körper. Wir wollen nicht die negativen Emotionen, weil die unseren Körper auf irgendwelche Weise in Bedrängnis bringen. Wie viel Schmerz ist sehr sichtbar. Aber das sind noch andere Sachen. Wir wollen nicht wütend sein. Wir wollen nicht unruhig sein. Wir wollen nicht traurig sein. Wir wollen nicht unsicher, hilflos. Und so viele andere Sachen wollen wir nicht sein. Aber wir fühlen uns so oft. Was dahinter steckt, können noch ein bisschen andere Gedanken sein. Und das sind immer Gedanken, welche nicht die Wahrheit sind. Das sind immer Gedanken, welche sagen über uns etwas, was nicht die Wahrheit ist. Wenn es Wahrheit wäre, hätten wir kein Problem. Zum Beispiel, ein Gedanke, was nicht Wahrheit ist, ich bin nicht liebenswert. Ich bin nicht gut genug. Niemand hört mich zu. Ich bin überflüssig oder ich bin zu alles Mögliche zu, weil wir uns mit den Gefühlen identifizieren. Und wir können jetzt herausfinden, womit wir uns identifizieren. Welche Bilder dahinter stecken.
Welche alte Erinnerungen, welche alte Erfahrungen. Wir haben vielleicht was gehört und für unsere Wahrheit genommen. Das können wir über uns erfahren und auf der Grundlage von diesen Gefühlen, diesen alten Bildern, alten Erinnerungen, welche von uns sind oder sogar von unseren Ahnen, weil unsere Familie das so lebt oder sogar von anderen Leben. Trotzdem, in diesem Leben wirst du mit Sicherheit finden, wo das angefangen ist. Es ist immer eine kleine Erinnerung. Aha, so ist das. Du musst immer Angst haben, weil zum Beispiel Angst, schuldig zu sein. Es ist ganz tiefe negative Gefühl, was viele haben. Niemand will dazu stehen. Aber du kannst das durch deine Reaktion erkennen. Wie reagierst du auf Kritik? Wie reagierst du, wenn dich jemand korrigiert? Bist du in deiner Mitte und bedankst du dich? Ja, danke, dass meine Sicht verbreitet ist. Ich konnte das aus diesem Winkel nicht so sehen. Oder bist du dann in Enge getrieben? Ja, jetzt kannst du diese Hausaufgabe vielleicht machen für dich. 2 Sachen. Wenn du ein Problem hast, guck, habe ich dieses Problem manifestiert, um etwas zu vermeiden? Und was will ich damit vermeiden? Oder was kann ich Neues über mich lernen? Was dahinter steckt, was kann ich lösen? Weil wenn es ein Problem ist, müssen dahinter negative Bilder, negative Erinnerungen, Glaubenssätze, Überzeugungen und so weiter stecken. Und ich kann gucken, was dahinter in mir ist, was das manifestiert hat. Wir manifestieren immer. Deswegen, wir sagen immer, es tut mir leid, ich bin verantwortlich. Ich bin verantwortlich und ich gucke für was? Für meine Gefühle. Und ich kann diese Gefühle auch loslassen oder um Hilfe bitten, weil das ist nicht die Wahrheit. Wir sind weg von Wahrheit, wir sind in Vergangenheit, wir sind in Erinnerungen. Ja, das ist für heute, dass du anfangen kannst. Und morgen melde ich mich wieder und werde ich dich einfach weiterleiten, wie du mit diesen Sachen umgehen kannst. Ich wünsche dir viel Erfolg. Tschüss. Hasta luego. Bis morgen. Wiedersehen.